Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Dell XPS 15 und zwar ein 9500 und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellbezeichnung steht bei diesem Gerät nicht direkt mit dabei. Dafür gibt es eine Service-Tag-Nummer und die kann man auf der Dell-Webseite eingeben und bekommt darüber die genaue Modellbezeichnung, mit der ihr dann auch super einfach alle Ersatzteile bei uns im Shop findet. Generell lässt sich noch zu dem Gerät sagen, dass man das Display nur als komplette Einheit tauschen kann. Das bedeutet natürlich auch, dass man die komplette Unit dann auch abbauen muss. Die Tastatur und das Touchpad kommen zusammen mit dem Topcase und dafür muss man dann alles aus dem Gehäuse nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und ja, als Aufsatz nehme ich hier ein T5 für die Torx-Schrauben. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Bei diesem Gerät kann man den Stecker einfach rausziehen. Man kann den dazu auch am Kabelbund fassen und dann mit ein bisschen Wackeln einfach rausziehen. Der Stecker hat auch so eine kleine Ausbuchtung oben, wo man ihn greifen kann. Da kann man zur Not auch, wenn der besonders fest sitzt und nicht raus will, eine kleine Hilfe nehmen und den dann rausschieben. Gut, was können wir noch sehen? Wir sehen hier die beiden RAM-Riegel. Unter der Abdeckung hier befindet sich die SSD.
Direkt daneben ist übrigens noch Platz für eine zweite SSD. Hier sehen wir die Lüfter samt dem Heatsink, der die CPU und die GPU kühlt. Und hier drüben haben wir noch das WLAN-Modul, das in dem Fall aufgelötet ist mit den Antennen. Um den Akku jetzt zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und da gibt es eigentlich nur zu beachten, dass diese Schrauben hier etwas kürzer sind. Die sollte man also getrennt aufbewahren. Und dafür müssen wir jetzt auch den Aufsatz wechseln. Das sind keine Torx-Schrauben, sondern ganz normale Kreuzschrauben. Und dafür nehmen wir hier ein PH0. Wenn die Schrauben dann alle draußen sind, kann man den Akku einfach aus dem Gerät herausnehmen. Und dann noch diese Kabel, die hier vorne vor dem Akku laufen, aus der Führung heraus lösen. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Hier muss man übrigens aufpassen, weil bei dem neuen Akku das Kabel nicht dabei ist. Das lässt sich hier von dem Akku ganz einfach trennen und abziehen. Und bei dem neuen Akku muss man dann auch dieses Kabel wieder verwenden und dann eben gegebenenfalls dort wieder dran stecken. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. So, unter dieser Abdeckung hier befindet sich die SSD. Und um die auszutauschen, muss man erst die Abdeckung abschrauben. Die wird nur mit dieser einen Schraube hier hinten gehalten. Und dann kann man die Abdeckung einfach ein bisschen seitlich wegziehen. Und darunter ist dann die eigentliche SSD. Die kann man dann einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Slot ziehen. Die neue SSD wird dann einfach wieder in den Slot reingesteckt. Dann drückt man die so ein bisschen nach unten. Macht dann die Metallabdeckung einfach wieder drüber. Die kann man dann eben da einschieben. Und dann wird beides einfach wieder verschraubt. Und ja, vom Prinzip her ist das natürlich genau das gleiche bei der zweiten, die hier drüben reinkommt und da verschraubt wird. Die Lüfter kann man beide auch einzeln tauschen. Dafür muss man die Schrauben hier rausnehmen und natürlich auch das Lüfterkabel trennen. Das läuft hier. Auf der anderen Seite ist das genau das gleiche Prinzip, außer dass man hier noch dieses kleine Blech wegmachen muss. Die restlichen Schrauben sind dann gleich und das Lüfterkabel ist hier verbunden. Nachdem man das Blech abgeschraubt hat, kann man sich am besten noch merken, wie rum das drauf lag, damit man dann später nicht noch irgendwie suchen muss. Und genau so lege ich das jetzt auch ab, dann weiß ich das gleich. Und ja, jetzt noch das Kabel vom Lüfter trennen. Die Kabel sind relativ dünn hier, da würde ich nicht direkt dran ziehen. Da fasse ich den Stecker seitlich und ziehe den dann einfach raus. Und ja, wenn man das alles gelöst hat, dann kann man den Lüfter so ein bisschen nach hinten unten unter dem Heatsink hervorziehen und ganz einfach tauschen. Sieht man hier auch recht schön. Und ja, insgesamt alles ziemlich einfach gemacht. Der Wiedereinbau geht jetzt in umgekehrter Reihenfolge genauso wie der Ausbau. Man schiebt den Lüfter wieder unter den Heatsink. Der ist passgenau, der sitzt einfach direkt so wie er soll. Dann lege ich als erstes mal wieder die Abdeckung hier drauf. Und ja, dann kann man alles wieder verschrauben. Und ja, ganz, ganz wichtig, am Ende nicht vergessen, auch das Lüfterkabel wieder zu verbinden, damit er dann auch wieder seinen Dienst tut.
Und auf der anderen Seite ist das exakt das gleiche Prinzip, nur eben, dass das Lüfterkabel hier ist und man keine Abdeckung hat, die man vorher noch wegschrauben muss. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Dann auf jeden Fall die Kabel wieder in die Führung einfädeln, dass die nicht knicken oder sogar brechen. Und danach können wir den Akku wieder verschrauben. Wie eingangs schon erwähnt, darauf aufpassen, dass die vorderen Schrauben etwas kürzer sind. Und am Ende, wenn man alles verschraubt hat, auf jeden Fall nicht vergessen, auch das Kabel wieder zu verbinden, damit dann das Gerät auch wieder Strom bekommt. Den Stecker richtig fest reindrücken, dass der wieder richtig verbunden ist. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.